Guten Morgen zusammen. Immer auf der Suche nach Kohle. Bin ich zur CGK gegangen. Ich wollte einen Tag X haben, wo ich dann Rentner werden kann, und habe dann mit den bisherigen Informationen, die ich von dem Mitarbeiter dort bekommen habe, der meinte, 3 Jahre lang sollte ich als Nicht-Selbstständiger arbeiten, um die Restlaufzeit bezahlen zu können als Voraussetzung. Und ich habe ja jetzt, bin ich ja unternehmerisch tätig und zahle auch in die Rentenkasse ein. Ob man diese Zeit dann auch nehmen kann zur nicht selbstständigen Zeit, also quasi die 3 Jahre reduzieren kann. Und da meinte er dann wiederum, eine ganz andere Aussage wieder, dass die 9 Jahre, die ich als türkischer Staatsbürger in Deutschland gearbeitet habe, sozialversicherungspflichtig, dass ich diese Zeit in Türkei reduzieren kann. Sprich, wenn ich jetzt nicht Selbstständiger bin, muss 15 Jahre lang arbeiten und 3 Jahre hätte ich dann hier, wäre ich dann sozialversichert, könnte ich ja die restliche Zeit, 12 Jahre, quasi abbezahlen, um gleich Rentner zu werden. Aber mit der gestrigen Information könnte ich ja die 9 Jahre von den 13 Jahren reduzieren, also hätte ich nur 4 Jahre zu zahlen. Das wäre natürlich spitzenmäßig, aber dann denke ich mir so, wieso kommen da so unterschiedliche Informationen zustande? Ich habe mir dann gedacht, okay, ich gehe jetzt mal zum Anwalt und mache das Ganze mal über einen Anwalt. Der soll dann halt das für mich richtig gut machen, so, sagen wir mal so. Ich habe dann angerufen und dann meinte der Anwalt so, nee, das ist nicht so mein Gebiet, geh zu deinem Steuerberater, der sollte es wissen. Ich so, mein Steuerberater, der weiß es auch nicht 100%, aber gut, okay. Aufgelegt, Steuerberater angerufen. Steuerberater, wie sieht's aus? Ich soll mich an dich wenden. Du sollst mir meine Frage beantworten. Ich möchte wissen, ob ich als Unternehmer die Zeit anrechnen kann zu der nicht selbstständigen Zeit, die ich noch zu tun habe. Konnte mir keine Antwort geben, hat mir dann aber die Telefonnummer vom Müdür, also sprich vom Direktor von der CGK gegeben und meinte, ruf den mal an, mach mal einen Termin und der soll dir das dann in Ruhe erklären. Gut, ich habe dann gestern gleich angerufen beim Termin und ich habe heute um 9:30 Uhr Termin vereinbart. Ich werde da gleich mal dahin gehen und werde ihm meine Fragen stellen. Ich habe in diesem Antragsformular, möchte ich nur mal sagen, es gibt auch für Hausfrauen, quasi türkische Hausfrauen in Deutschland, kann man sich die Kindererziehungszeiten auch anrechnen lassen, wenn man es anrechnen lassen kann. Also das ist ja immer so, fragst du den, kriegst du die Information, fragst du den, kriegst du eine andere Information. Deshalb ihr müsst den Weg, glaube ich, selber gehen, den ich gegangen bin. Mein Schuh passt nicht jedem anderen. Jeder hat eine andere Größe. Deshalb, ich werde jetzt auf jeden Fall gleich mal dahin gehen, mal gucken. Ich habe den Antragsformular mir mal angeschaut. Es gibt da auch so einen Punkt Mindestrente und es gibt einen Punkt Maxirente. Ich werde mir natürlich mal schauen, wie viel ich zahlen müsste, um eine Maxi-Rente zu bekommen. Das sind nämlich, soweit ich gelesen habe, vor der Erhöhung oder nach der Erhöhung, ich weiß es nicht, muss ich nochmal kontrollieren, sind 24.000 Lira. Das ist eine Menge Schotter. Sehr viel Geld. Und für türkische Verhältnisse. Ich werde mal gucken, ich halte euch auf dem Laufenden. Mal sehen, was rauskommt. So, kleine Korrektur. Der Müdür, der war ehemaliger Müdür. Das heißt, er ist jetzt nicht mehr bei CGK beschäftigt, ist ein neuer da. Aber der alte Müdür hat jetzt ein Office eröffnet, was ich euch gerade gezeigt habe. Und ja, bietet seine Dienstleistungen dort an. Da werde ich jetzt gleich mal reingehen, mal gucken, was er dazu sagen. Tja, erstmal aus der Traum vom Rentnerdasein.
Ich habe mir jetzt endlich mal eine professionelle Beratung einholen können. Also bei der richtigen Stelle war ich gewesen. Tja, sollte man von einem Müdo erwarten, dass der richtig Bescheid weiß. Also die Servicestelle von CGK kann man in eine Tonne kloppen. Da sind nur so halbe Wahrheiten oder entweder ist es Unwissenheit oder zu wenig wird erfragt. Such's dir aus. Gehst du, wie oft du da hingehst, umso mehr verschiedene Antworten bekommst du. So habe ich das Gefühl bei der Servicestelle von CGK. Nun ja, ich war jetzt da gewesen. Das Ganze gilt jetzt für Mavikadler und auch nur für türkische Staatsbürger. Nicht für alle anderen. Und da der mir ganz viele Zahlen an den Kopf geworfen hat, habe ich mir das mal aufschreiben lassen. Und ja, kann ich nicht aus dem Kopf sagen. Deshalb, die Zeit, wo ich türkischer Staatsbürger war in Deutschland, ich habe da 9 Jahre sozialversichert gearbeitet. Das sind jetzt meine Eckdaten. Dann habe ich in Türkei als Unternehmer in eine Rentenversicherung eingezahlt. Und um Rentner zu werden, also quasi die Zeit von 9.000 auf 5.000 zu reduzieren, ja, ich habe gesagt 9.000 auf 5.000, aber hier steht mittlerweile 7.200. Nicht, dass er schon die neuen Werte genommen hat. Naja, gut, okay. Von 9.000 auf 7.200 zu reduzieren, sozialversicherungspflichtige Tage, muss ich noch 3,5 Jahre mindestens in einer nicht selbstständigen Arbeit beschäftigt sein. Dann ist es in meinem Fall so, ich kann dann nicht ab dann verkürzen. Nee, ich muss noch weitere 5 Jahre arbeiten. Das bedeutet für mich unterm Strich, ich muss 5,5 Jahre lang sozial versichert in Türkei arbeiten, um meine Versicherungszeit zu vervollständigen. So, das wären dann 15 Jahre. 9 Jahre davon habe ich in Deutschland gearbeitet und nur über diesen Teil kann ich quasi nachzahlen. Macht irgendwie im Nachhinein auch Sinn, weil ich will ja nicht übertragen von Deutschland auf Türkei irgendwas, sondern ich will, dass es verschiedene Systeme gleichzeitig laufen und keinen Mix draus. Also nochmal zusammengefasst, 8,5 Jahre muss ich noch arbeiten hier in Türkei. Und dann kann ich mich entschulden, quasi Aufstocker sein. Wer will das nicht? Und selbst dann, wenn ich das erreicht habe, kann ich erst ab 60 Jahren Rente erhalten. Das heißt, die ganzen Regeln, die so in der Zeitung rumkursieren, ja, 15 Jahre oder 25 Jahre lang arbeiten und man ist dann in Rente, das gilt für uns nicht. Also Mavikadler und türkische Staatsangehörige. Fragt mich nicht nach warum. Es hat da was mit dem Datum zu tun, wann man geboren ist. Dann haben sie irgendeinen Stichtag. Deshalb müsst ihr auf jeden Fall selber eine persönliche Beurteilung machen. Ich kann das ganze Sozialversicherungsgesetz nicht hier wiedergeben. Ich kann nur sagen, das, was mich selber betrifft. So, das war's vom Zettel. Und ich bin jetzt, ja, weiß jetzt Bescheid, habe keine Halbwahrheiten. Weiß jetzt, dass ich ab 2030 meine Voraussetzungen erfülle, aber dann bis 2036 warten muss, um Rente zu bekommen. Dann habe ich noch gefragt gehabt wegen Höchstrente, wegen den 24.000 Tele, die ich vorher angesprochen habe. Er meinte zu mir, wenn jetzt 14.000 sind, würden das nur so ein paar tausend Tele ausmachen. Aber es ist egal. Ich werde, wenn der Zeitpunkt dazu kommt, nochmal eine Amortisationsrechnung aufstellen, ob ich den Mindestrentengeld nehmen soll durch die Entschuldung oder den Höchstrentensatz. Das muss ich dann zu dem Zeitpunkt berechnen. Momentan macht es keinen Sinn.
das zu machen. Ich muss warten, A, bis ich die Zeit erfüllt habe von 8,5 Jahren und B, bis ich 60 bin. Und dann kann man entscheiden, was man macht, aber das sind erstmal die Voraussetzungen, die es halt abzuarbeiten gilt. Ja, habe ich jetzt noch eine lange Zeit vor mir. Ich konnte hoffentlich jetzt auch für euch, gute Informationen bringen. Ich habe dem guten Mann, habe ich dem 25 € als Beratungskosten noch hinterlassen. Ja, so war das dann halt, ne? War nicht, hätte mir gewünscht, Rentner zu werden, aber war nichts. Okay, bis dann, tschüss!